Dies ist vielleicht noch nicht die spielentscheidendste, die interessanteste Phase im europäischen Spielkalender, denn der Ligabetrieb, der ist ja auch erst vor 2, 3 Wochen gestartet. Die Mannschaften wissen vielleicht noch nicht ganz so genau, wo sie stehen, und schon steht die erste Partie im europäischen Vereinsfußball an. Das wird definitiv eine spannende europäische Saison, da bin ich mir sicher. Ist das ein Tempel oder was? Ein echter Fußballtempel. Dieses Jahr soll ja der Wettbewerb noch ein Stück gigantischer, noch ein Stück besser werden. Wir sind sehr gespannt darauf. Ja, diese große Europatournee ist wirklich ein tolles Erlebnis für alle Fußballfans. Gänsehautfeeling und Nervenflattern inklusive. Was aber auch ganz normal ist, da die Teams am Anfang ja, wenn möglich, gleich richtig gut in die Spur kommen wollen. Wahrscheinlich haben beide Trainer ihre Mannschaften noch einmal daran erinnert, dass es darum geht, das große Ziel fest im Blick zu behalten und sich nicht zu sehr vom ganzen Umfeld ablenken zu lassen. Was natürlich leichter gesagt ist als getan. Die Partie hat schon begonnen. Vinicius Junior. Einfach mal Langholz. Da muss er doch einfach mal mit gutem Auge den Kopf hochnehmen und den eigenen Mitspieler mitnehmen. Warum denn nicht? Ganz fein gespielt. Das ist die... Und der Pass. Mohamed Salah startet im richtigen, genau im richtigen Moment, im Bruchteil einer Sekunde. Er steht nicht im Abseits. Das ist ein ganz frühes Ausrufezeichen. Besser hätten sie sich das nicht ausmalen können. Na also, Traumstart. Jetzt die Frage, können sie so weitermachen? Modric. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. 1:0 der Spielstand. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich. Mbappé! Eine Glanzleistung des Keepers. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Toni Kroos mit der kurzen Variante. David Alaba mit der Hereingabe. Gut gesehen und sehr gut gelöst, diese Situation. Und der Pass, er versucht's. Das ist fast eine 1:1 Kopie von vorher. Mein Gott, sie machen es so gut bis zum letzten Moment. Aber nur bis zu diesem Moment. Sie müssen sich endlich mal selbst belohnen. Raus aus der Gefahrenzone. Wunderbar nach vorn gespielt. Da war er voll auf der Höhe. Nee, da ist schon wieder Endstation.
Lucas Vazquez. Ball ist draußen, Einwurf. Lucas Vazquez. Mbappé hat die... Mbappé! Großartig vom Keeper. Eine brillante Aktion, ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer 100%igen Torchance aus. Mohamed Salah. Mohamed Salah hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Das war einfach schlampig. Sie müssen definitiv an ihrer Präzision arbeiten. Mbappé hat die Chance. Madrid schickt seine Außenverteidiger jetzt weit nach vorn, sowohl beim Angriff als auch in der Defensive zum Zustellen der Flügel. Okay, habe ich schon soweit irgendwie verstanden. Also damit wollen sie die Offensive des Gegners erst gar nicht aufkommen lassen. Ganz genau das, und dafür greifen sie so früh wie möglich an, damit der Gegner gar nicht erst in einen gefährlichen Bereich vordringen und flanken kann. Mohamed Salah. Courtois. Mit gutem Stellungsspiel. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Und ein weiterer Einwurf. Robertson. Das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Mit dem Spiel und dem Ergebnis kann man nach der ersten Halbzeit hochzufrieden sein. Man darf allerdings in Durchgang 2 nicht nachlässig werden. Die erste Hälfte ist vorbei. Wir haben ein enges Spiel gesehen. Viele gute Szenen, ein Tor. Beide Mannschaften nehmen sich nicht viel. Wirklich ordentlich, diese Partie. Nun beginnen wir sie, die zweiten 45 Minuten. Ich schätze, dass die Partie jetzt viel offener wird. Das muss sie ja auch bei diesem Spielstand. Entscheidung steht, Einwurf. Roberts. Der kann nicht nur defensiv, der packt jetzt auch vorne noch so richtig Geschwindigkeit aus. Mohamed Salah. Rüdiger gewinnt den Ball für sein Team zurück. Da verheddert er sich. Das sieht vielversprechend aus. Und dann ist er weg, der Ball. Es geht über links. Tolles Gegenpressing. Und der Konter läuft. Versucht es mit dem langen Schlag. Gefackelt wird hier nicht lange. Genau so müssen sie die Sache jetzt angehen. Sie müssen jetzt so langsam aber sicher alles nach vorne werfen, wenn sie hier noch etwas erreichen wollen, oder Hansi? Das ist völlig richtig. Das gibt Einwurf. Lucas Vazquez. Rüdiger. Vinicius Junior. Alaba. Und der Torhüter ist zur Stelle.
Van Dijk. Diaz. Gut gespielt und schau an, der Verteidiger kann auch offensiv. Lucas Vazquez. Jetzt ist Übersicht gefragt. Vinicius Junior. Das ist die... Er hält drauf. Das hätte der Ausgleich sein müssen. Sie bleiben in Führung und der Dank dafür geht an den eigenen Torhüter und nur an den. Auf der Bank ist Bewegung, da bahnt sich ein Wechsel an. Er hat alles rausgehauen, er hat gekämpft, er hat gerackert, jetzt kann er nicht mehr, jetzt darf er vom Platz. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen, vielleicht noch den Ausgleich zu machen, egal wie groß jetzt in der Defensive das Risiko ist. Da ist er vorbei. Augen auf und ab nach vorne. Ganz klar, Einwurf. Gleich noch einmal frisches Personal. Er hat alles rausgehauen, er hat gekämpft, er hat gerackert, jetzt kann er nicht mehr, jetzt darf er vom Platz. Verliert den festen Stand. Ja, der Schiedsrichter gibt Freistoß. Wenn man sie riechen könnte, dann riechen Sie sie jetzt, die Ziellinie. Also sie hätten das Ding hier natürlich schon einfahren können. Jetzt müssen sie immer noch aufpassen, dass hinten nichts mehr anbrennt. Alexander-Arnold holt ihn sich wieder. Das Ding passt. Da ist ein super Tor. 2 Tore Vorsprung, alles unter Kontrolle. Perfekt platziert. Vielleicht ist das auch seine große Stärke. Der denkt nicht lange nach, der macht einfach, trifft das Ding hervorragend. Besser geht's nicht. Game over. Abpfiff, das Spiel ist beendet. Diese Gala-Vorstellung hat alle Kritiker eines Besseren belehrt. Die Mannschaft war von Beginn an motiviert, bis in die Haarspitzen. Hansi, dein Resümee zu dieser Partie bitte. Also, so stellt man sich das doch vor. Ein Sieg zum Auftakt der Gruppenphase und natürlich die Hoffnung beim Anhang, dass sich das jetzt fortsetzt. Die Fans gehen schon nach Hause, wir gleich auch, aber bevor es soweit ist, noch ein recht herzliches Dankeschön an Hansi Küpper. Ich habe zu danken, Marco.